Die Rose ist die Blume der Liebe und Valentinstag ohne Rosen für viele kaum vorstellbar. Sie steht für Romantik und ganz große Gefühle. Doch eine aktuelle Analyse der Zeitschrift Ökotest zeigt vernichtende Ergebnisse für Schnittrosen. In jedem Strauß steckt ein kleiner Pestizidcocktail. Auch in dem guten sind Pestizide drin, allerdings nur 4. Aber in unserem Produkt ganz hinten, am Ende der Tabelle, das Schlechteste, da haben wir tatsächlich 21 verschiedene Wirkstoffe gefunden. Das ist natürlich ein richtig schöner Pestizidcocktail zum Valentinstag. Insgesamt hat Ökotest 21 Sträuße auf chemische Substanzen analysieren lassen. Alle waren mit Pestiziden belastet. Aber auch bei den Pestiziden gibt es Unterschiede. Wir haben die Pestizide unterteilt in besonders bedenkliche Pestizide. Das sind Stoffe, die krebserzeugend sind, die bienengiftig sind, die wir von Ökotest als besonders kritisch ansehen. Wir haben aber auch notiert, welche Pestizide in den Rosen stecken, die in Europa gar nicht mehr zur Anwendung zugelassen sind. Und das ist natürlich der größte Mist bei dieser Sache, dass wir nach Kenia, nach Ostafrika Pestizide schippern, dass unsere Konzerne, die dahin verkaufen, die kommen auf die Blumen, obwohl wir wissen, die sind gefährlich, die sind in der Anwendung problematisch. Die EU lässt diese Stoffe nicht mehr zu. Wir kriegen sie aber im Rosenstrauß zum Valentinstag präsentiert. Rosen sind mit am stärksten belastet. Sie kommen vor allem aus Ostafrika. Dort werden bis zu 40% Pestizide eingesetzt, die in Europa verboten sind. Und anders als bei Obst und Gemüse gibt es für Blumen kein Limit, wie viel gespritzt werden darf. Diese Pestizide schädigen vor allem aber die PlantagenarbeiterInnen weltweit. Es sind 385 Millionen Vergiftungsfälle mit Pestiziden werden gemeldet im Jahr auf der ganzen Welt. Das ist schon eine Riesenzahl. Und 11.000 Menschen, nimmt man an, oder wird von Experten geschätzt, sterben unbeabsichtigt an Pestizidvergiftung. Rosen können auch direkt vor der Ernte noch einmal gespritzt worden sein. Wir haben beim BfR, dem Bundesamt für Risikobewertung, nachgefragt, wie gefährlich die Pestizidrückstände auf Rosen sind. Die Antwort? Für EndverbraucherInnen gäbe es aus gesundheitlicher Sicht in Bezug auf Pflanzenrückstände auf Zierpflanzen keinen Grund zur Besorgnis. Auch nicht für Stoffe, die in der EU inzwischen verboten wurden. Doch was ist, wenn man die Rosen zum Beispiel in der Küche anschneidet? Da antwortet das BfR, dass gründliches Reinigen der Arbeitsfläche und der Hände mit Seife selbstverständlich ist. Und dass negative Effekte zuerst bei den FloristInnen zu sehen wären. Ich glaube, das klebt dann schon sicherlich an den Rosen dran. Aber wenn man was mit diesen Pflanzen macht, sollte man sich zumindest die Hände waschen, nehme ich mal an. Und nicht unbedingt direkt danach sein Kind zum Beispiel füttern, das auf alle Fälle nicht. Ja. Jede 4. verkaufte Rose in Deutschland kommt von Fairtrade-zertifizierten Farmen. Und Fairtrade versucht seit 15 Jahren, die Bedingungen im Rosenanbau zu verbessern. Genauso die Fragen, wie mit Pestiziden umgegangen wird. Wir haben eine ganz lange Liste von verbotenen Pestiziden. Und dann geht es darum, wie können wir die Arbeiter und Arbeiterinnen schützen, die zum Beispiel Pestizide einsetzen, weil eine importierte Rose, die so schön und makellos sein soll, wie wir sie alle haben wollen, ist in Bioqualität ein ganzes Jahr nicht möglich. Die Fairtrade-MitarbeiterInnen bekommen 10% vom Preis als Prämie. Aber bis heute schafft es Fairtrade leider nicht, dass die ArbeiterInnen wirklich existenzsichernde Löhne bekommen. Trotzdem ist Fairtrade empfehlenswert. Verbraucher und Verbraucherinnen sollten auf Fairtrade achten, weil dann eine doppelte Freude geschenkt wird. Sie haben eine schöne Rose und die Arbeiter und Arbeiterinnen haben gute Arbeitsbedingungen und können die Prämie investieren und wirklich in die Zukunft investieren. Die ArbeiterInnen von Fairtrade bekommen immerhin Schutzkleidung und es gibt bessere soziale Standards. Aber leider gab es bei Ökotest auch mehrere Fairtrade-Sträuße mit sehr vielen Pestiziden, unter anderem die beiden relativ teuren Sträuße vom Lieferdienst Fleurop. Der eine namens Colorful Roses ist mit 21 verschiedenen Pestiziden auf den letzten Platz gerutscht. Davon sind fast die Hälfte bedenkliche Pestizide.
Fleurop erklärt die höhere Anzahl der Pestizide damit, dass unser Strauß Colorful Roses aus mehreren verschiedenfarbigen Rosen bestand, während in den anderen Sträußen jeweils nur eine Rosensorte enthalten war. Trotzdem, mit 21 Pestiziden enthält der Strauß mehr verschiedene Chemikalien als Blüten. Das ist insgesamt ungenügend. Von 21 Rosensträußen hat nur ein einziger mit gut abgeschnitten, 2 sind befriedigend, einer ausreichend, der Rest ist mangelhaft oder ungenügend. Die besseren im Test waren billige Supermarktsträuße. Da achten die Hersteller zumindest auf Transparenz. Mit gut hat der Aldi Fairtrade Strauß abgeschnitten und Penny Fairtrade noch mit befriedigend. Ausreichend waren Lidl und der Rewe Rosenstrauß. Die 11 mangelhaften Sträuße waren stark belastet, zum Teil mit sehr bedenklichen Pestiziden und sogar nicht mehr erlaubten Giftstoffen. Die meisten Menschen auf dem Wochenmarkt waren erstaunt, wollen keine gespritzten Schnittblumen. Deswegen ist mir viel lieber, wenn mir mein Freund so eine Topfpflanze mitbringt. Und kaufen auch keine Rosen mit Pestiziden. Da steht ja überall Bio-Rosen. Fairtrade. Stimmt, Fairtrade. Stimmt, Fairtrade steht drauf. Ja, ich meine, die eigenen im Garten sind Bio, aber die schneide ich ja nicht ab. Wir warten auf die Freilandrosen. Das ist eine gute Idee. Freilandschnittrosen sind sowohl von der Ökobilanz als auch von den Pestiziden her die bessere Wahl. Sabine Ruf ist spezialisiert auf Biotopfrosen und baut Rosenblüten zum Essen an. Ach, die Rose braucht viel Pflege, sie ist eine Diva und im Schnittrosenanbau werden eben viele Pestizide eingesetzt und im Biobereich ist es nicht möglich und deshalb gibt es halt keine Bio-Schnittrosen in dem Sinne, weil sie zu pflegeintensiv sind im Biobereich. Die Freilandrosen haben ab Mai Saison und sie werden natürlich viel weniger gespritzt als die Importware. Aber ein bisschen spritzen müssen auch die Steinfurter Rosenbauern. Ja, ich hätte enorme Ernteausfälle, wenn ich keine Pflanzenschutzmittel einsetze. Würden ganz viele Pilzkrankheiten kommen und auch Insekten, die zum Beispiel die Spinnmilbe, die wirklich die Pflanze komplett aussaugt, bis dass die Pflanze komplett abstirbt. Auf die Freilandrosen zu warten lohnt sich. Sie sind viel weniger belastet, vor allem nicht mit verbotenen Pestiziden wie die Importware.